Heutzutage ist Effizienz ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Reifengeschäft. Nur allzu gut wissen Werkstätte um die Vorteile eines hervorragenden Montiergerätes. Die Akimbo von Weisbad bietet eine unvergleichbare Arbeitserleichterung, indem sie den mühsamen Prozess des Reifenwechsels deutlich vereinfacht. Mit innovativen Funktionen und modernster Technologie ermöglicht sie eine schnelle und präzise Montage von Reifen, was Zeit und Ressourcen spart. Durch individuell höhenverstellbare Hilfsarme und Abdrückrollen ermöglicht die Akimbo mühelose Montage selbst von größeren und breiteren Reifen. Anders als bei vielen anderen Maschinen, die aus Kostengründen auf einen zweiten Zylinder verzichten, bietet das Weisbad-Gerät maximale Flexibilität und Bewältigungsfähigkeit, selbst bei komplexen Radkombinationen. Diese Funktionen sind nicht nur ein Zeichen für Innovation, sondern auch für die Praxisorientierung und Bedürfnisse moderner Werkstätten. Kurz gesagt, es ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit jeder Werkstatt. Matthias zeigt euch in diesem Video, wie ihr mit der Akimbo alle Vorteile beim Reifenmontieren abschöpft. Los geht's! Hallo zusammen, ich zeige euch heute, wie man an der Akimbo einen Reifen montiert, Schritt für Schritt. Schritt 1, wir haben den Reifen auf den Radlift drauf und durch Betätigen des Pedals heben wir den Reifen an. Wir ziehen uns das Rad mittig über unser Montageturm und durch Loslassen des Pedals senken wir den Reifen ab. Hierbei darauf achten, dass wir diesen Finger in einem Loch der Felge drin haben. Als nächstes nehmen wir hier unseren Schnellspanner. Wir stecken ihn rein, drehen, durch reinstecken und drehen um 90 Grad, ist er fixiert. Dann unseren Schnellspanner nach unten und die Felge sauber zentrieren. Als nächstes stellen wir die Maschine zur Felge ein. Hierzu haben wir unseren Laserpunkt, den stellen wir genau auf die Kante. So. Maschine ist zum Reifen eingestellt. Nun fangen wir an, die obere Flanke abzudrücken. Das heißt, durch Drehen und Absenken sorgen wir dafür, dass wir den Reifen abdrücken. Hier mit unserer Anklappfunktion können wir auch noch weiter hin. Und wir schmieren bei der Demontage. Oberseite und auf der Unterseite das gleiche. Nun fahren wir unser Demontagewerkzeug ein. Ungefähr bis zu dieser Stellung. Nun betätigen wir die Anklappfunktion. Das heißt, das Werkzeug liegt an der Felge an und durch Drehen des Reifens und durch langsames Runterfahren holen wir den Reifen nach oben. Wir sind hier ideal an der richtigen Stelle. Wir sind kurz vor dem Sensor. Wir könnten noch ein bisschen nachjustieren, dass, wenn wir den Reifen nach oben holen, nichts beschädigen. So, nun holen wir den Reifen nach oben. So, ungefähr bis so, und nun klappen wir das Werkzeug nach vorne. So, achten hierbei drauf, dass wir hier nicht höher wie die Felge sind. So, nun helfen wir durch Anbringen des unteren Abdrucksarms den Reifen nach oben zu holen. Und wie wir sehen, wird hier der Reifen ein bisschen entlastet und mehr nach oben gedrückt. So. Nun fangen wir an mit der Demontage und wir sehen, wir haben keine Verletzungsmöglichkeit des RDKS-Sensors. Wir drehen weiter, bis das Ventil wieder kurz vor dem Montagefinger ist, damit wir hier nichts beschädigen. Nun fahren wir die untere Abdruckrolle und das Montagewerkzeug zusammen nach oben. So.
Durch Ausklappen der unteren Rolle ist sichergestellt, dass der Reifen nicht nach unten rutscht. Durch Drücken dieser beiden Tasten fahren alle Werkzeuge in die Endstellung und der Reifen ist demontiert. Nun montieren wir diesen Reifen wieder. Wir schmieren beide Seiten, sowohl außen als auch innen. Wir achten dabei hier wieder bei der ersten Montage auf unsere Ventilstellung, damit wir, wenn wir den Reifen jetzt drüber werfen, den RDKS-Sensor oder das Ventil nicht beschädigen können. Auch bei der Montage achten wir auf die Ventilstellung. Wir fahren unser Montagewerkzeug wieder ein. Bis wir hier wieder bündig sind. So, nun legen wir den Reifen hinten auf. So. Wir achten hier auch wieder drauf, dass wir das Ventil, die Ventilstellung beachten und dass der Reifen als allerletztes über das Ventil drüber geht, damit wir hier diesen Sensor oder das Ventil nicht beschädigen können. Wir fahren die zweite Abdrückrolle rein, um sicherzustellen, dass wir hier im Tiefbett sind und fangen langsam an zu drehen. Wichtig ist bei der Reifenmontage keine Eile, ganz in Ruhe. Wir sehen hier, der Reifen ist überall im Tiefbett und durch langsames Weiterdrehen stellen wir sicher, dass der Reifen richtig montiert wird. Und wir sehen hier, der Reifen schlupft als allerletztes über das Ventil drüber oder über den Sensor. Durch Drücken dieser beiden Tasten fahren wieder alle Werkzeuge in Endposition. Nachdem wir fertig sind mit der Montage, pumpen wir den Reifen auf. Durch Betätigung des Fußpedals wird der Reifen aufgepumpt auf 4 Bar Setzdruck. Die Maschine hört automatisch auf bei 4 Bar. Gegebenenfalls kann hier nochmal nachjustiert werden, der Reifenluftdruck angepasst werden und fertig. Mittelzentrierung wieder entfernen. Und fertig.